neuen Video. Also ihr fragt mich immer, ob ich euch nicht meine Skincare-Routine zeigen kann, meine Haarroutine, meine Duschroutine, meine Morgen- und Abendroutine. Und anstatt einfach jedes Mal ein einzelnes Video zu machen für die ganzen Routinen, dachte ich mir, zeige ich euch heute meine Everything-Routine. Ich bin zwar auch kein Professional hier, aber ich zeige euch einfach mal, was ich gerne benutze, welche Produkte bei mir gut funktionieren. Und vielleicht habt ihr dann ein bisschen Inspo und ich kann euch vielleicht so ein paar Tipps und Tricks von mir geben. Und ich freue mich hier auf das Video, euch endlich mal alle Routinen zu zeigen. Hoffentlich habe ich dann auch alle erfüllt und ich habe keine vergessen. Aber falls euch das Video gefällt, lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da. Und abonniert auch sehr gerne meinen Kanal. Dann schaffen wir bald die 1 Million Follower, Leute. Ich würde mich so freuen, deswegen joint gerne der Marvi Family. Und jetzt würde ich sagen, laber ich nicht weiter und wir fangen direkt an. Willkommen zu meiner Night-Routine. Ich zeige euch jetzt, was ich abends vorm Schlafen gehen immer so mache. Ich mache das voll gerne, dass ich dieses schöne Licht hier anmache. Das sieht nämlich so gemütlich aus. Das ist so ein Galaxy-Projektor. Den habe ich auch immer an, wenn ich baden gehe. Für den Vibe habe ich auch noch meine Kerzen da angezündet. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt hier schon gemütlich angezogen. Das ist mein Lieblings-Longsleeve-Top von H&M. Und dann habe ich hier meine Jogginghose an. Wie ihr das sehen. Jogginghose. Die ist von Brandy und meine gemütlichen Pantoffeln. Und ich zeige euch mal, wie ich mein Badezimmer so organisiert habe. Ich versuche es ordentlich zu halten. Aber wie ihr seht, habe ich halt auch viele Produkte, die ich immer benutze. Ich habe hier diesen schönen Organizer. Guck mal. Ups, da habe ich meine meisten Serien drin. Seren. Das hier sind meine Armbänder, die ich mal anziehe, wenn ich mein Gesicht wasche. Das hier ist Wimpernserum. Aber im Moment benutze ich ein anderes Wimpernserum. Das ist nämlich Lash- und Brow-Serum von The Ordinary und das finde ich richtig gut. Hier hinten habe ich noch Selbstbräuner fürs Gesicht. Hier sind noch so ein paar Pimple-Patches und noch Moisturizer und so. Und hier habe ich meine Wattepads drin. Und darunter sind auch noch so ein paar Sachen, Wattestäbchen, Augenbrauen, Mini-Rasierer. Und hier habe ich mehr Pimple-Patches. Das ist so ein Gesichtsmasken-Brush, Haarschneideschere, Nagelschere. Und hier ist meine Zahnspangendose drin. Und das ist zum Reinigen für meine Zahnspange. Das sind so Tabletten. Und manchmal packe ich auch meine Kontaktlinsen hier rein. Das muss ich wieder auffüllen. Das ist meine Haarbürste. Und hier habe ich auch meine Nägelsachen drin. Hier sind meine ganzen UV-G-Strips und alles, was ich brauche, um meine Nägel zu machen. Was ich übrigens mal dringend wieder machen sollte. Die sind ein bisschen rausgewachsen. Aber ich hatte keine Zeit. Und die meisten Sachen, die stehen tatsächlich hier. Aber ich zeige euch gleich die Sachen, die ich benutze, wenn ich die auch wirklich in mein Gesicht packe. Und ich habe immer Schaumseife, Leute. Die hier ist von Bath & Body Works. Ich liebe das, wenn dieser Schaum da so rauskommt. Ich finde, der macht Händewaschen viel mehr Spaß. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Behälter. Da ist meine Zahnpasta drin. Und mit der Zahnbürste putze ich auch meine Zahnspange. Und das hier ist meine elektrische Zahnbürste in lila, womit ich halt meine Zähne putze. Weil ich will irgendwie nicht die gleiche Zahnbürste benutzen für Zahnspange und meinen Mund. Das finde ich irgendwie eklig. Und hier habe ich noch eine Kerze, die machen wir jetzt an, weil ich finde, die passt so gut in den Vibe rein. Champagne Toast, die ist auch von Bath & Body Works. Schön. Und ich habe mein Make-up nicht mehr an meinem Schminktisch. Ich hatte irgendwann mal keine Lust, das auszupacken aus meinem Reisenecessaire. Und dann habe ich das einfach hier drin gelassen. Ich finde es halt praktisch, dann kann ich das immer morgens im Badezimmer direkt machen, weil ich finde das Licht auch eigentlich echt gut hier im Bad. Das ist auch von Breezy Babe. Und ja, das erste, was ich immer mache, bevor ich mein Gesicht wasche, ist Haare wegklipsen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Haare im Gesicht hängen beim Gesicht waschen. Auch wenn man damit aussieht wie so ein kleines Kind. Hübsch. Und jetzt, damit meine Ärmel nicht komplett nass werden, ziehe ich hier nochmal eine schönen Bändchen an. Okay, was ich immer mache, ist Double Cleansing. Also ich benutze immer einen ölbasierten Cleanser und danach einen wasserbasierten Cleanser. Ich habe das mal für eine Kooperation zugeschickt bekommen, aber bevor ich die Kooperation mache, teste ich das immer und ich fand es richtig gut. Auf jeden Fall ist das hier der ölbasierte Cleanser, das heißt der Calm Balm. Ich habe gerade hier diese Mini-Reise-Version, gibt es aber auch noch in groß. Reibe ich das ein. Und ich nehme übrigens immer neue Handtücher jeden Tag. Also ich benutze immer morgens und abends das gleiche Handtuch und dann wechsle ich das. Ich habe gehört, es soll nicht so gut sein, wenn man das gleiche Handtuch für sein Gesicht nimmt. Dann nehme ich jetzt hier ein bisschen von dem Calm Balm. Dann reibe ich das ein in mein Gesicht und gehe da überall drüber. Das holt so richtig schönes Make-up runter, weil das halt so eine Ölbasis hat. Ich reibe das dann immer ein, bis ich so sehe, dass das Make-up runterkommt. Über die Lippen gehe ich auch, Augenbrauen. Und das wasche ich dann nochmal ab. Und wenn ich das gemacht habe, dann nochmal alles runterzukriegen, damit der Rest noch weggeht vom Make-up, benutze ich den hier. The Bubble Double.
jetzt ist mein Gesicht abgeschminkt. Und jetzt geht's an meine Skincare. Dafür benutze ich zuerst immer meinen Toner. Und zwar den hier von Paula's Choice Exfoliate. Das ist der beste. Der ist mit BHA. Und das ist richtig gut, um die Poren so schön klein zu machen. Den mache ich einfach immer so mit einem Wattepad auf mein ganzes Gesicht. Ich könnte es auch mit den Fingern machen, aber das finde ich irgendwie ein bisschen zu viel dann auf meiner Haut. Ich will nur, dass es so ein bisschen das nochmal so ein bisschen reinigt. Gehe ich einfach noch drüber. Okay, und wenn das ein bisschen eingezogen ist, dann benutze ich meistens so ein Serum. Das kennt ihr bestimmt, das ist von The Ordinary. Kleiner Geheimtipp, im Sommer stellt das in den Kühlschrank. Es ist so angenehm, wenn dieses kalte Serum aufs Gesicht kommt. Das mache ich vor allem hier auf meine Nase und auf mein Kinn. Und hier so, T-Zone. So, das muss jetzt kurz ein bisschen trocknen, damit sich das nicht mit meinem Moisturizer hier vermischt. Und zwar den hier. Das riecht richtig gut nach Lavendel. Und es ist auch lila. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht in dem Licht hier. Da. Und dann mache ich richtig viel Moisturizer auf mein Gesicht. Weil im Winter ist meine Haut richtig trocken und finde ich geht gar nicht hier, ne? Dann benutze ich immer noch Gua Sha. Deswegen mache ich den Moisturizer immer auch so ein bisschen auf meinen Hals, hier so auf die Jawline. Und vor allem unter meinen Augen mache ich immer viel Moisturizer. Ich wasche meinen Gua Sha immer, bevor ich den benutze und auch nachdem ich den benutze, weil irgendwie finde ich das eklig. Ich weiß nicht, da kommt immer der Moisturizer da dran und deswegen habe ich das Bedürfnis, den zu waschen vorher. Ich mache einfach immer einmal mit der kurzen Seite unten, so ungefähr 10-mal hier so lang. Und ich benutze immer einen Gua Sha aus Metall, weil ich hatte mal diese aus Stein. Und die ist mir jedes Mal ins Waschbecken gefallen oder runtergefallen. Und dann ist es direkt N2 gesprungen. Und dann muss ich einen neuen kaufen. Und irgendwann bin ich das richtig genervt. Deswegen habe ich halt so Metalldinge gekauft, weil die nicht so schnell kaputt gehen. So, und dann mache ich noch die lange Seite unten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was besser ist, aber ich habe das Gefühl, es bringt was. Und dann nehme ich hier diese Seite und dann gehe ich hier noch so nach unten. Das war's eigentlich, was ich so in mein Gesicht schmiere. Also ich habe noch so eine andere Creme, die ist aber von meinem Hautarzt, deswegen kann ich gar nicht sagen, wie die heißt. Der Sticker ist auch schon ab. Aber die mache ich immer so auf Unreinheiten drauf. Ich habe zum Beispiel hier so eine blöde Stelle. Da sind immer so Pickelchen, deswegen packe ich das da drauf. Aber das mache ich nur dünn da drauf. Und das lasse ich jetzt lange einwirken, weil ich will gleich noch ein bisschen Selbstbräuner an mein Gesicht machen. Und wenn das noch nass ist von der Creme, dann geht die direkt wieder ab. Und für meine Lippen, da habe ich schon 1 Million Lippenmasken ausprobiert. Auch diese Laneige Lippenmaske und so, aber kein Lippenprodukt toppt das hier. Meinen heißgeliebten Lippenpflegestift von DM, von Alverde mit Calendula. Und das mache ich immer richtig viel auf meine Lippen. Also, ich gehe nicht so einmal drüber, sondern ich gehe 10-mal drüber. Und das macht die Lippen so schön weich. Das ist mein Geheimtipp, Leute. Bester Lippenbeißer. Während noch meine Creme einwirkt, zeige ich jetzt kurz meine Haarroutine für abends. Normalerweise drehe ich die auf meine Heatless Curls auf, aber da ich die morgen wasche und ich dann meine Haarwaschroutine zeige, mache ich das jetzt nicht, weil dann wäre es unnötig. Aber ich zeige euch mal mein Setup da hinten für meine Haarpflege und Körperpflege. Ihr merkt, ich liebe Coco und Eve. Also hier habe ich so Shampoo, Conditioner, das ist so Haarserum und dann habe ich noch ganz viel von Gisou. Dann habe ich hier noch Sachen, also das ist Haarparfüm Body Oil. Das ist von Tatcha, so Moisturizer, aber der ist mir ein bisschen zu parfümig, deswegen habe ich den jetzt nur da im Regal stehen. Hier habe ich noch ein Mini Fixing Spray, das hier benutze ich nur im Sommer, das ist so ein Glow für die Haut. Hier bin ich, das ist mein Schminkspiegel, den benutze ich manchmal und den finde ich schön. Und hier habe ich so ein paar Body Creams, also hier ist meine Bum Bum Cream in rosa. Und das hier ist so ein Skalpmassager, den benutze ich auch gleich. Und hier habe ich noch mehr Moisturizer, das sind die, die ich immer benutze. Also das ist die beste von EOS, Vanilla Cashmere. Und hier habe ich noch so eine, die mache ich oft auf meine Beine von CeraVe Moisturizing Lotion. Ja, ich liebe dieses kleine Regal hier, weil da passen so viele Sachen rein und ich finde es immer schön aus. Das ist von Ikea, glaube ich. Okay, das erste, was ich mal mache, bevor ich Haarprodukte benutze, ist natürlich meine Haare kämmen. Meine Brüder machen sich immer lustig darüber, wie lang ich meine Haare kämme. Aber ich liebe Haare kämmen. Vor allem hier mit einer schönen Breezy Bay Bürste. Ich fange auch immer unten an, also so in den Spitzen und arbeite ich mich hoch. Das ist die beste Haarkämm-Methode. Ja, ich habe eine Haarkämm-Methode. Aber so gehen die Knödel richtig gut raus. Jetzt brauche ich meinen Skalpmassager. Das ist dieses schöne Ding hier aus Silikon in Pink. Das kann man auch benutzen, um das Shampoo einzumassieren, aber heute benutze ich das, um mein Haaröl einzumassieren. Und zwar benutze ich da das hier von Kerastase. Ja, ich kann euch da nicht so viele Haarwachsen-Tipps geben, weil die einfach von selber sehr viel wachsen. Good Quality Haare habe ich. Halt auf die Kopfhaut.
So. Und dann nehme ich hier meinen Scalp-Massager und mache so. Das ist auch voll angenehm, wie so eine Kopfmassage. Und das regt auch die Durchblutung an, wenn man das mit diesem Scalp-Massager macht. Davon sollen ja die Haare auch gut wachsen. Und das sieht hier so aus. Und jetzt benutze ich so ein Nachtserum für meine Haare. Das ist von L'Oreal, das heißt Midnight Serum. Und da brauche ich richtig viel für meine Haare. Die saugen das richtig schön auf. Ich mache das manchmal auch nur in die Spitzen, wenn ich weiß, dass ich die Haare nicht am nächsten Tag wasche, damit die halt nicht kletschig werden. Aber jetzt packe ich das richtig gut da rein. Und vor allem auch hier in die Kötenbanks, weil ich die am meisten halt immer so locke oder mit Hitze mache. Und jetzt mache ich einfach einen seitlichen Zopf. Das mache ich eigentlich immer, wenn ich weiß, dass ich Haare wasche am nächsten Tag. Okay, wir sind almost ready. Jetzt benutze ich noch Moisturizing Lotion, weil ich liebe das, schlafen zu gehen und diesen Geruch zu riechen. Und dann creme ich halt alles damit ein. Okay, den Rest schmiere ich auf meine Hände. Und ich mache auch immer Selbstbräuner drauf und es ist mir egal, ob fleckig wird. Ich finde es besser, als weiß zu sein. Viele meiner Freunde haben Angst, die sagen immer so, Mafi, hast du nicht Angst, dass du fleckig wirst? Ich denke immer so, ja, dann bin ich halt ein bisschen fleckig. So, manche haben echt Angst vor Selbstbräuner. Das hier, das ist von Coco und Eve, das ist extra fürs Gesicht. Dark Tan und das sind so Tanning Drops. Die macht ihr in eurem Moisturizer und dann auf euer Gesicht, aber die sind leer. Deswegen habe ich jetzt letztens ausprobiert, einfach den normalen Selbstbräuner ins Gesicht zu machen, damit so ein bisschen Kontur zu machen und geht echt gut. Deswegen machen wir das heute auch. Ich benutze immer diese Sachen. Ich wundere, wie der Selbstbräuner aussieht. Ich habe den in Deutschland mitgehabt und ich habe da so Papier drin gemacht, damit der nicht aufgeht im Koffer. Das ist der B10 Forever and Ever Ultra Long Lasting. Manchmal benutze ich auch den, wie heißt der? Darkest Tan Ever oder so. Aber der ist auch leer. Deswegen haben wir heute nur den. Dann nehme ich mir hier so einen Handschuh, so einen Selbstbräuner-Handschuh. Und dann packe ich da ein bisschen drauf. Nicht wundern, wenn es erst grün wird. Ja, das muss so. Dann nehme ich so einen Schminkpinsel. Und dann gehe ich da so rein und schmier das ein bisschen ab, damit es nicht so viel ist. Und dann mache ich das erst so auf meine Cheekbones. Das ist so schlimm, ich vergesse manchmal so deutsche Wörter, wie zum Beispiel Cheekbones, Wangenknochen, weil ich mir immer so viele Get Ready With Me's und so auf Englisch angucke und die dann immer sagen, I put my contour on my cheekbones. Dann vergesse ich das in Deutsch. Fangen wir so außen am Rand an und dann arbeite ich das so nach innen. Mal ein bisschen üben und ausprobieren. Schön so ein bisschen am Hals verblenden, an den Ohren. Okay, jetzt bin ich ein bisschen grün im Gesicht, aber morgen wird das schön braun, Leute. Heute Nacht bin ich halt der Grinch. Und jetzt putze ich noch schnell Zähnchen und dann geht's ins Bett. Gute Nacht. Wir sehen uns dann morgen wieder. Hallo, guten Morgen, Leute. Ich war gerade eben schon im Gym, deswegen bin ich schon ein bisschen fertig gemacht. Auch schon Zähne geputzt. Nur, wie ihr seht, ist die Haarkatastrophe hier noch nicht gerettet. Ich habe die in Dutt gepackt, damit es keiner sieht. Aber ey, ich muss die jetzt dringend waschen, meine Haare. Ich gehe jetzt duschen und ich zeige euch jetzt meine Fully Duschroutine, also was ich alles mache und was ich für meine Haare in der Dusche benutze. Ich wasche meine Haare ungefähr so zweimal die Woche, also ich habe nicht so wirklich Haarwaschtage. Ich mache es einfach immer, wenn ich denke, oh, jetzt muss ich mal wieder Haare waschen. Und ich versuche gerade diesen Dutt aufzubekommen. Aber die riechen wenigstens gut von diesem Overnight Serum, was ich da gestern reingetan habe. Okay, ihr dürft jetzt mit mir duschen kommen. Ausnahmsweise. Zuerst benutze ich mein Feuchtigkeitsshampoo. Das hier ist von Coco und Eve. Kurze Kameraeinstellung checken. Und dann schaue ich es einfach gut auf meinen ganzen Kopf ein. Ich lasse meinen Schmuck beim Duschen immer an. Der ist nämlich alles wasserfest und von meiner eigenen Marke von Breezy Bae, falls ihr es noch nicht wisst. Ich habe meine eigene Schmuckbrand gegründet. Könnt gerne mal vorbeischauen. Falls es euch auch nervt, immer euren Schmuck auszuziehen, bevor ihr duschen geht. Da benutze ich hier die Haarmaske von OY. Die ist richtig gut, da braucht man nur ein bisschen von. Und die pflegt die Haare richtig toll, die werden voll weich davon. Und dann benutze ich das hier, das von Sunday. Das riecht richtig gut. Und guck mal, es sieht einfach aus wie Sprühsonne, nur als Duschgel. Normalerweise rasiere ich mich natürlich in der Dusche, aber das ging heute nicht wegen der Kameraeinstellung. Und ich benutze immer so ein Shaving Oil von Tree Hut. Das macht die Beine richtig schön glatt und ich finde Gel besser als Schaum, weil dann sieht man eher, wo man rasiert. Als letztes spüle ich dann noch die Haarmaske aus. So, ich bin fresh aus der Dusche und jetzt creme ich erstmal meinen Körper ein. Also ich benutze wieder hier meine Lieblings-Body Lotion für meine Arme und Rest vom Körper. Und für die Beine benutze ich aber das hier, weil ich finde es nach dem Rasieren besser, weil dann mag ich das nicht, wenn das so parfümig ist. Habe ich das Gefühl, dass meine Beine davon ein bisschen trocken werden. Deswegen benutze ich das Moisturizing Lotion von CeraVe. Das habe ich ja gestern schon euch kurz gezeigt, da auf meinem Regal. Okay, bevor ich die immer auskämme, benutze ich das hier. Das ist so ein Silberglanzzeug. Das ist extra für blonde Haare. Das ist so ein All-in-One-Sprühpflege. Und damit lassen die sich viel leichter auskämmen.
Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Styling von meinen Haaren, rüber zum Schminktisch, dann kann ich mich hinsetzen. Wenn ich die jetzt föhne, dauert es nicht so lange, das ist voll anstrengend hier im Stehen, da fallen meine Arme auch irgendwann ab. Und ich habe euch ganz vergessen zu zeigen, was ich für meine Skincare benutze. Und morgens mache ich gar nicht so viel Skincare, um ehrlich zu sein. Ich habe ja jetzt schon so mäßig mein Gesicht gewaschen in der Dusche und es reicht mir und deswegen nutze ich jetzt nur das hier. Das ist ein Moisturizer, Garnier Puder, das heißt der Make My Day Cream. Vor allem, ich hatte das Gefühl, mein Make-up hält damit viel länger und ich mache das einfach überall schön drauf. Das riecht auch richtig lecker. So, dann lasse ich das einwirken, während ich jetzt meine Haare mache. Meine Make-up-Routine zeige ich euch jetzt nicht nochmal, weil ich habe das Gefühl, ich zeige euch so oft meine Make-up-Routine. Bin ich blöd oder zeige ich die wirklich oft? Also falls ihr nochmal irgendwie eine haben wollt oder mal irgendwie mein Party-Going-Out-Make-up oder so, schreibt einfach in die Kommentare. Und in meinen Haaren mache ich erstmal Folgendes. Ich föhne die jetzt ein bisschen an, weil die sind heute echt sehr nass. Ich habe meinen schönen pinken Föhn verloren. Ich weiß nicht, wo er ist. Deswegen haben wir jetzt diesen Föhn hier. Okay, let's go. Kleiner Föhntrick, legt eure Haare immer so auf die andere Seite zum Föhn. Dann bekommen die im Ansatz mehr Volumen. Okay, jetzt sind die trocken genug. Jetzt benutze ich meinen Dyson. Also dieser Stecker macht mich auch noch fertig. Ich habe meinen Dyson Airstretcher auch noch neu. Ich bin noch nicht so die Expertin, mit wie viel Haare ich jetzt so in eine Strähne packe. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal weniger. Dann gucken wir mal. Tada, jetzt sind meine Haare schön glatt. Und jetzt mache ich noch Haaröl rein. Leute, ich kann nicht mehr. Meine Arme fallen ab von ganzen Haare, glätten, Haare föhnen. Auf jeden Fall benutze ich im Moment immer das hier. Olaplex Nummer 7. Bonding Oil. Und das finde ich richtig gut. Riecht auch lecker. So. Nicht so viel, sonst werden die Haare glitschig. Man sieht es gar nicht, wenn ich die Spitzen mache. So lange sind meine Haare schon wieder. Ich denke, ich muss schneiden. Okay, und jetzt benutze ich noch mein Haarparfüm von Gisou. Honey Infused Haarparfüm. So. Oh, ich liebe das, wenn man so schön frisch riecht aus der Dusche. Ja, und ich glaube, ich mache heute keine Locken in meine Haare. Ich glaube, ich lasse die jetzt einfach so. Weil ich finde glatt eigentlich auch ganz schön. Ich weiß nicht, wie ich besser finden soll. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr besser an mir findet. Glatte Haare oder so wellige Heatless Curls Lockenhaare. So, jetzt seht ihr die Haare nochmal mit Wellen drin. Ich habe die einfach auf so Heatless Curls aufgedreht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet an mir. Glatte Haare oder hier so wellige. Und ja, dann war es das jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, ich habe euch jetzt alle Routinen gezeigt. Und falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen dicken Daumen nach oben freuen. Und abonniert auch sehr gerne meinen Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye, bye!